Hi guys, welcome back to another live stream. So good to be doing this again today. I think the last live stream was 2 weeks ago, and I'm always really looking forward to it. It's always a lot of fun chatting with you guys and learning a lot of new things and teaching you guys a lot of new things. So yeah, thank you guys. I saw that 43 people were waiting already, waiting for the live stream to start. That's pretty cool. So how are you guys doing? Wie geht es euch? Oder was macht ihr gerade? Was macht ihr gerade? Which means, what are you guys doing right now? Was macht ihr gerade? What are you guys doing right now? Was macht ihr gerade? Hallo Jacqueline. Jacqueline, wo bist du gerade? Und was machst du gerade? Okay, Luca sagt, hoi Jenny, alles gut, ich trinke einen Kaffee. Hoi sagt man übrigens in der Schweiz. Das habe ich gelernt, als ich mal in der Schweiz war. Finde ich sehr lustig. Ich trinke Bananensaft. Ute sagt arbeiten. Oh nein. Sonntags musst du arbeiten, Ute. Was hast du denn für einen Chef? Okay. Jacqueline sagt, ich bin in München. Okay. München ist eine schöne Stadt. Da war ich auch schon ein paar Mal. Und ich freue mich auch schon, wenn ich das nächste Mal dahin fahre. Ute sagt arbeiten. Manche Leute müssen auch sonntags arbeiten. Ich auch. Ich muss heute auch arbeiten. Was machen die anderen so? Oh, hier sagt jemand, ich bin gerade in meinem Auto. Fahr vorsichtig und achte auf den Verkehr. Ich hoffe, ja, im Auto das Handy zu benutzen, ist keine gute Idee. Medi sagt, ich bin auf der Arbeit. Ich drücke die Daumen, dass die Zeit schnell rumgeht. Aber vielleicht gefällt dir ja auch dein Job. Feuscher sagt, ich habe zu viel gegessen. Oh je. Ja, ich habe gestern auch sehr viel gegessen. Aber ich bin auch gewandert gestern, deswegen habe ich kein schlechtes Gewissen. Ich habe eine sehr schöne Wanderung gestern gemacht. Sehr schön. Ihr müsst auf jeden Fall mal in die Eifel fahren. Da kann man sehr gut wandern. Oh nein, Funda sagt, ich bin leider in Quarantäne. Ich muss das aber korrigieren. Ich bin leider in Quarantäne. So. Essen im Laptop. Ich glaube, du meinst Essen am Laptop. Man isst am Laptop. Also, man isst am Laptop. Im Laptop wäre inside the laptop. Genau. Ja, sehr schön. Was machen die anderen so? Seht ihr mich noch? Ah, okay, mein Bild war kurz weg. Was machen die anderen? Ich trinke Kaffee, sagt Kim. Jacqueline, wer ist Jacqueline? Jacqueline ist meine Schwester. Und Jacqueline arbeitet auch für Lingoni, genauso wie ich. Okay. Ich kann deinen Namen nicht aussprechen, aber deine Sätze sind sehr gut. Ich lebe in Armenien. Ich habe einen deutschen Brief für meine Hausaufgabe geschrieben. Hier kommt jemand aus Indien. Hi, Fahad. Ach so, Hallo sagt, er fährt kein Auto. Okay, das ist gut. Dann kannst du gerne den Livestream gucken, wenn du nicht selber fährst. Ich bin gerade am Kochen. Das ist sehr umgangssprachlich. Das sagt Sef. Ich bin gerade am Kochen. I'm cooking right now. Das ist umgangssprachlich. That's slang. The correct way would be, ich koche gerade. Okay, aber wir sagen das sehr oft im Alltag. We often say that. Ich bin am Kochen, ich bin am Arbeiten, ich bin am Spielen. Ne? Aber colloquial. So. Ich nutze hier einen neuen Laptop, deswegen sind überall noch Geräusche und so. Ich muss das noch ausstellen. Okay, also. Fatih sagt, heute Morgen war ich beim Schwimmen. Grüße aus Lübeck. Cool. Wow, ihr wart schon sehr aktiv heute alle. Ich bin beeindruckt. Okay. Medi sagt, was hältst du von dem Krieg? Also ich halte natürlich nicht sehr viel vom Krieg und ich hoffe, dass das sehr bald endet.
ja, wir müssen alle die Ukrainer unterstützen. Und ja, ich habe auch vor ein paar Tagen Lebensmittel gesammelt mit ein paar Leuten von Lingonio und ein paar Freunden und wir haben das dann nach Düsseldorf gebracht und die haben das dann in einem LKW an die ukrainische Grenze gebracht. Genau, und das war eine schöne Aktion. Das war irgendwie, ja, das war schön. Ein schönes Gefühl, dass wir helfen konnten. Genau. Okay, ich würde sagen, wir starten, weil es ist heute ein komplexes Thema. Ich habe eine Frage. I have a question for you guys. Since this is a complex topic, do you want me to explain it in German or in English or in German and in English? So, what do you guys think? We're going to talk about werden, wurden, worden, geworden today. Werden, wurden, worden, geworden, and würden. And those are like so complex. The grammar is pretty complex. So do you want me to explain this to you in English, in German, or in English and in German? What do you think? Okay. Auf Deutsch, auf Englisch, auf Deutsch, Deutsch und auch auf Englisch. Okay, beides. Okay. I feel like most of you guys want me to explain it in German and in English. So I think I'm just going to do that. So then no one can complain, right? I think that's a good idea. Okay, we'll do that. We'll definitely do that. Okay, so let's get started. Let's start. Well, the infinitive that you guys will use a lot today is werden. Okay, werden. Werden. Oh, Snoopy's there too. Werden. The literal meaning of it is to become something, or to turn into something. Something changes, right? So, for example, sie wird Ärztin. Sie wird Ärztin. Ärztin is a female doctor. So this means that she's studying to become a doctor. Okay, she's becoming a doctor. Literally, she becomes doctor. Sie wird Ärztin. Yeah. All right. So I think what we should do is conjugate the verb werden in the present tense. So I will do that for you. Ich werde, du wirst, er, sie, es wird. Wir werden, ihr werdet. Sie werden. So. Das ist die Konjugation. Ihr könnt euch das aufschreiben. You can write this down. You probably should to learn a lot of things today. Genau. Ja, also das ist, so konjugiert man das Verb werden, okay? Also sie wird Ärztin, er wird Arzt. So he is becoming a doctor. Genau, oder sie wird immer rot, which means she always blushes. To become red in German, this means to blush. So when something is embarrassing, when you're ashamed of something, then some people, their face turns red, right? And we say, sie wird rot oder ich werde rot. I blush. Du wirst rot. You blush. Wir werden rot. You guys, or no, we are blushing. Ihr werdet rot. Und sie werden rot. Okay? Genau. Ja, also das ist das Wort oder das Verb werden, to become. Okay? Ich habe noch andere Beispiele für euch aufgeschrieben. Zum Beispiel, eine Sekunde. Ich habe vergessen, das Dokument zu öffnen. Ah ja, genau, richtig. Er wird Vater. So that means he's going to be or become a father. He's going to be a father. Actually, a very short sentence in German and a very long one in English. Er wird Vater. He's going to be a father. Oder sie wird Mutter. She's going to be a mother, right? So she's pregnant and she's going to be a mom pretty soon. Sie wird Mutter, er wird Vater oder sie werden Eltern. They will be parents. Okay? Pretty simple.
Okay? Ja. Er wird 18. Yes, that means he's turning 18. So he's still 17 and he's turning 18 very soon. Then you would say, er wird 18. Okay? Genau, das hier ist das Vollverb. We call that like a full verb, the way we're using it right now, Vollverb. And you'll learn about the other types later today. Genau, er wird 18. So. Another good example. Es wird dunkel. So, in the winter in Germany, around 4 p.m. it gets dark. Also, im Winter wird es 16 Uhr dunkel. So this means in the winter, it is getting dark around 4 p.m. in the afternoon, right? Im Winter wird es dunkel. Oder es wird dunkel. It is like right now, if it's starting to get dark, then we would say es wird dunkel. Okay? Genau, we have another good example here. Sie wird Lehrerin. She's going to be a teacher. Ja. Oder ich werde Astronaut. Someone said that. Is that true or just made up? Ich werde Astronaut. So remember, in German, you have to capitalize nouns. Astronaut is capitalized, okay? Ich werde Astronaut. Genau. Let's see if I can find any other correct examples. Es wird hell. Yes, that's the opposite. It's starting to get light, become light outside. So the sun is coming up. Then we would say es wird hell. Genau. Ohne russisches Erdgas wird es kalt, ja. Okay, gut. Let's see if I have some other examples for you. Ja. Some people confuse werden with bekommen. Okay? Bekommen or to become actually means to become means werden, right? And bekommen in German means to receive. So that's the difference. Bekommen, we only use that when we receive something. So this is often confused. You would say, for example, ich habe ein Geschenk bekommen. I received a present. This is the perfect tense already. It's the past. Oder ich habe einen Anruf bekommen. I got a call. Okay, so kind of like in the sense of the call came to me, so I received it. Okay. Hat von seiner Tante Geld bekommen. He received money from his aunt. Hast du meine E-Mail bekommen? Did you get my email? Okay. Yes, Ahmed, that's true. Bekommen, the colloquial way to say bekommen is kriegen, and erhalten is the pretty formal way. Okay? Genau. Let me see if I have other examples with bekommen. No, those are the most important ones, I guess. Most important examples. So now you know what bekommen means in English, okay? So it does not mean to become. It means to receive something. Okay, gut. So now you know how to use werden in terms of to turn into something or to become something. Okay. Okay, now the second way, or I guess maybe we should practice this first. Let's see if you guys can make some examples. Yes, Abend, that's correct. Heute bekomme ich meine Bücher. I am getting my books. I'm receiving my books today. Genau. Fahad, you have to say, morgen wird es wolkig. Morgen wird es wolkig. Okay, tomorrow it's going to be cloudy. So the verb has to be in the second position. Morgen wird es wolkig. Okay. Genau, habt ihr noch andere Beispiele?
Wenn ich Deutsch lerne, werde ich Millionär. If I study German, I will be a millionaire. Genau. Rita, der Satz muss heißen, ich bekomme viel Geld von meiner Mutter. Okay? Ja, habt ihr noch andere Beispiele? Ich habe heute meinen Lohn bekommen. I got my salary today. Sehr gut. Gutes Beispiel. Okay, ich glaube, wir haben jetzt genug Beispiele. Ah ja, genau, man kann auch noch sagen, Funda hat das geschrieben, morgen wird es sonnig. Remember, the verb is in the second position. Tomorrow it's going to be sunny. Morgen wird es sonnig. Es wird regnen. Yeah, that's actually the future tense. This is what we're going to talk about next. Werden as a helping verb, okay? In the future tense, Futur 1 in German. So werden is used in Futur 1, future tense, present future tense, okay? That's actually really, really easy. All you have to do is conjugate werden and then use an infinitive, okay? So for example, ich werde heute ausschlafen. That means I will sleep in today. Ich werde heute ausschlafen. So werde is conjugated and ausschlafen, to sleep in, is the infinitive, right? Oder zum Beispiel, wir werden am Wochenende zu Sebastians Eltern fahren. So, wir werden am Wochenende zu Sebastians Eltern fahren. We will go to Sebastian's parents on the weekend. Werden fahren, okay? Genau, ausschlafen heißt länger als gewohnt schlafen. Einfach lange schlafen. Ja, ein gutes Beispiel. Ich werde morgen nicht ausschlafen. Genau. Ich werde früh aufstehen. I will get up early. Gutes Beispiel. Werdet ihr morgen zurück sein? Are you guys going to be back tomorrow? Gut. Okay. Ich werde nach Deutschland reisen. Auch ein gutes Beispiel. Werde ist konjugiert und reisen ist der Infinitiv. Ich werde bald arbeiten. I will work soon. Wo habe ich das gesehen? Hier. Ich werde bald arbeiten. Gutes Beispiel. Wir werden bald nach Hause gehen. Genau. Wirst du heute mit mir essen? Are you going to eat with me today? Was ist der Unterschied zwischen ausschlafen und schlafen? Ausschlafen ist to sleep in. So you don't get up early, you just sleep longer because you don't have to get up. You don't have any obligations, you don't have to go to work. You can just stay in bed. Das ist ausschlafen. Und schlafen ist just to sleep. Einfach nur schlafen. Und einschlafen ist to fall asleep, right? Einschlafen, to fall asleep. Genau. Auch ein gutes Beispiel. Wir werden im Juni ins Gebirge fahren. Super. Richtig. Okay. Habt ihr noch Beispiele? Ich werde in Deutschland arbeiten. Richtig, genau. Super. Habt ihr noch weitere Beispiele? Ich werde heute Fußball spielen. Super. I will play soccer today. Im Sommer werde ich verreisen. Ja, Sommer muss groß geschrieben werden. You have to capitalize summer. Ich werde morgen meine Eltern besuchen. Das ist gut, aber morgen musst du klein schreiben. You have to use a lowercase m because it's an adverb. Tomorrow is an adverb. Morgen ist ein Adverb, okay? Genau. Werden Sie eine E-Mail schicken? Are you going to send an email? Mhm. Ich werde bald Vater. This is used as a full verb. Yes, I will be a father soon. Ich werde so schnell wie möglich Deutsch lernen. Ahmed, das muss ich korrigieren. Ich werde so schnell wie möglich Deutsch lernen. I will learn German
as fast as possible. Ich werde jeden Tag Deutsch üben. I will practice German every day. Genau. Richtig. Very romantic. Ich werde dich ewig lieben. I will love you forever. Was noch? Du musst sagen, ich werde heute an meinem oder you can just say, ich werde an meinem Geburtstag ausschlafen. I will sleep in on my birthday. Okay? Ich werde morgen kommen. I will come tomorrow. Ritik, du musst sagen, ich werde bei einer deutschen Firma arbeiten. I will work at a German company. Gut. Ich werde nach dem Unterricht einschlafen. Anthony, ich werde nach dem Unterricht einschlafen. Class in German ist der Unterricht, ja? Ich werde nach dem Unterricht einschlafen. Ihr werdet nach Berlin fahren. You guys will drive to Berlin. Genau, Astronaut mit einem großen Buchstaben. Astronaut ist ein Nomen, das wird groß geschrieben. Gut, ich werde meine Prüfung bestehen. I will pass my exam. Genau. Heute Abend werde ich Deutsch sprechen üben. Wow, ihr habt so viele Beispiele heute. Wahnsinn. Sehr komplexes Beispiel. Ich werde meine Zähne, this has to be plural, ich werde meine Zähne untersuchen lassen. I will get my teeth checked. Lassen at the end because you're having someone else check them. You're not checking them yourself. The dentist is checking them. Ich werde nächsten Monat ein Auto kaufen. I will buy a car next month. Gut. Nächste Woche werde ich nach Frankfurt fahren. Next week I will drive to Frankfurt. Super. Wow, ich komme nicht mehr hinterher. Ihr habt so viele Beispiele. Ich werde heute Lingoni German abonnieren. Das ist cool. Ich werde bald mit meinem Ehemann leben. Soon I will live with my husband. Ich werde, auch ein gutes Beispiel, ich werde mein Bestes geben. I will do my best. So in German we say, we give our best. To do your best in German is to give your best. Ich werde mein Bestes geben. Genau. Jenny wird viele gute Livestreams machen. Das ist auch ein guter Vorsatz. Ich werde dieses Jahr das B2-Zertifikat erhalten. I will receive the B2 certificate this year. Ich werde eine neue Wohnung kaufen. Der Artikel fehlt, ne? Eine. Ich werde eine neue Wohnung kaufen. Das ist auch ein schönes Beispiel. Mein Hund wird heute mit seinem Ball spielen. Genau, it's the same with modal verbs. You would do that the same way. For example, ich muss in die Schule gehen. I have to go to school. So it's the same structure. You have to conjugate the modal verb, like müssen, and then use the infinitive at the end. Okay, so I think this is clear, right? So I taught you how to use werden as a full verb, and I taught you how to use it in the future tense. And I also taught you what the difference is between bekommen and werden. So you learned a ton of stuff, and we just only 25 minutes have gone by. Später werde ich Ihre Videos sehen, das ist super. Hier, später werde ich Ihre Videos sehen, das freut uns. Okay, ich würde sagen, wir machen weiter. Let's keep going. Now comes the difficult part. If you got through this okay, you'll be fine. Okay, so werden is used in the passive voice.
So what's the passive voice? In German, the passive voice is used, I think, more than in English. I feel like in English, it's not used that much. And so I will try to teach that to you today. So an active sentence is when you know when someone is doing something. So for example, ich putze die Fenster means I am cleaning the windows. Ich putze die Fenster. Oder ich decke den Tisch. I'm setting the table. Das ist auch ein Aktivsatz. That's also an active sentence because I am doing something, so you know who is doing something. It's active. Oder ich Moment. Ich esse das Brötchen. I am eating the bread roll. That's also active. Oder ich spüle die Gläser. I am cleaning the glass. I am cleaning the glasses. Drinking glasses. Genau. Was noch? Genau. Well, you're already talking about the passive voice, but we're still talking about active sentences. So who's, yeah, exactly. Die Fenster, well, okay, let's take a look at that later. But ich putze die Fenster, I am cleaning the windows. Oder ich mähe den Rasen. Ich mähe den Rasen means I am mowing the lawn. Okay. Ich schließe das Fenster means I am closing the window. So I just gave you a lot of active sentences. And now let's try to transform these sentences into passive sentences or sentences in the passive voice. So it's actually pretty easy. For that, you have to use werden. Surprise. So, ich putze die Fenster. I am cleaning the windows. Now, if you want to say that the windows are being cleaned, but it doesn't really matter who's cleaning the windows, they're just being cleaned. So that's the action that is important. Then you would say, die Fenster. Die Fenster werden geputzt, which means the windows are currently being cleaned, okay? The windows are being cleaned. Okay, oder mäht den Rasen, so he's mowing the lawn. Or you can say, der Rasen wird gemäht. So you can see that in the active sentence, mäht den Rasen. Rasen is the direct object, so we have to use the accusative case. And if we transform that into a passive voice sentence, then der Rasen becomes the subject. And we don't really know who's mowing the lawn anymore or who's cutting the grass. We just know that it is being mowed. That's the action that we want to talk about, but it doesn't really matter who is mowing it because that kind of information is not interesting for us in that moment, okay? Der Rasen wird gemäht. Oder spült das Geschirr. He is doing the dishes. Das Geschirr wird gespült. The dishes are being done. Okay? So das Geschirr is the subject and it is being washed, rinsed, or it's being done. Okay? We don't know who is doing the dishes, but we know that they are being cleaned. So that is the action that is interesting to us in that sentence, not really who's doing it. Okay. Lass uns noch ein paar Beispiele anschauen. Let's take a look at some more examples. Sie deckt den Tisch. She is setting the table. Der Tisch wird gedeckt. So you have to conjugate werden, right? And you have to use the past participle, the Partizip 2. So wird gedeckt, werden gespült, wird gewaschen, so something is being washed, okay? So that's how it works. Der Kaffee wird gekocht.
Genau. Der Kaffee wird gekocht. The coffee is being made or is being brewed. Yes. So we don't know who is brewing the coffee. We just know that that's the action that's happening right now. Ja, werden plus Partizip 2. Richtig. Sehr gut. Forgot to mention that. Partizip 2. Genau. Is being. Yes. Wird is like it's being. Something is being done. Something is being made. Okay. Die Autos werden repariert. Die Autos werden repariert. So the cars are being fixed. If we want to transform that into an active sentence, we have to look for someone who's fixing the car. So you can say, die Kfz-Mechaniker, oder let's use it in the singular form, der Kfz-Mechaniker repariert das Auto. No. Now we know who is fixing the car. Oder Tanja mäht den Rasen. She's mowing the lawn. Die Kinder spülen das Geschirr. The kids are doing the dishes. Okay? Does it make sense to you? Genau, die Kekse werden gegessen. The cookies are being eaten. We don't know who's eating them, but someone is. Die Kekse werden gegessen. You're asking, someone's asking, is there a way to systematically memorize the past participle? We have a video about the past participle, about perfect, the perfect tense, in our playlists and in the app as well. A1, or I think it's in the A2 playlist. So you will find out everything you need to know about Partizip 2 and about the perfect. Genau. Okay, ich gucke mal, ob ihr noch Beispiele habt. Ja, der Computer wird repariert. The computer is being repaired. Super. Die Waschmaschine wird repariert. The washing machine is being repaired. Mhm. Any other examples here? Babak, du musst sagen, die Antwort wird gesendet. The answer is being sent. Die Rechnungen werden bezahlt. Ja, the bills are being paid. Morgen wird mein Auto repariert, weil es kaputt ist. So you just need the comma after repariert. Other than that, it's a perfect sentence. So tomorrow my car is being repaired because it's broken. Genau. Okay, sehr gut. Does that make sense to you guys? Hope so. We'll do a quiz after this, by the way, so make sure to pay attention. Okay, we just used werden in the presence, in the passive voice, right? Passive presence. Now, we also have passive preteritum. Passive preteritum, which is the passive voice in the past. And this is usually used in written language, passive preteritum. So if you want to say the windows were cleaned, you have to say die Fenster wurden. For example, die Fenster wurden gestern geputzt. So let's say you work in an office building and you're asking, oh, did someone clean the windows? Oder, did they clean, or were the windows cleaned? Then you can say, ja, die Fenster wurden gestern geputzt. So the windows were cleaned yesterday. Oder, der Boden wurde gereinigt. The floor was cleaned by someone. We don't know who. Oder die E-Mails wurden verschickt. The emails were sent. Okay? Die Getränke wurden bestellt. Drinks were ordered. Yeah? So we have to use werden, but we use the Präteritum for it. So ich wurde, du wurdest, er, sie, es wurde, wir wurden, ihr wurdet und sie wurden. Ja?
Das Mittagessen wurde gestern zum Büro geliefert. Ja, the lunch was brought or delivered to the office yesterday. Genau. Snoopy's looking beautiful as always. Yes, that's true. He is. And Minu is, I think she's still in bed. No, just kidding. She's taking a nap, I guess. Okay, der Brief wurde von dem Mann geschrieben. Yes, actually, you can also add who did it if you do it this way. Der Brief wurde von dem Mann geschrieben. Oder das Geschirr wurde von den Kindern gespült. So the dishes were done by the kids. Okay? Die Hausaufgaben wurden gemacht. The homework was done. Auch ein gutes Beispiel. Meine Klimaanlage wurde gestern repariert. My air conditioning was repaired yesterday. Josef schreibt, ich liebe Deutsch, das ist meine Lieblingssprache. Okay. Mein Zimmer wurde aufgeräumt. My room was cleaned up, or was tidied up, or was cleaned up. Okay. So, let's see if I have some other examples for you. Infinitiv, Partizip 2 am Ende, ne? Nicht Infinitiv. Genau. Die Klamotten wurden in den Schrank geräumt. The clothes were put into the closet. We don't know who did it, but we know it was done. Okay? Das Zimmer wurde dekoriert. The room was decorated. Das Frühstück wurde gegessen. We don't know who ate it, but we know someone ate it. Das Frühstück wurde gegessen. You can write Frühstück that way, but if you have the umlaut, it's better if you write this way. Frühstück. Okay? Let's see if I discover any other correct sentences. Genau, gutes Beispiel. Die Wohnung wurde repariert. The apartment was renovated. Habt ihr noch andere Beispiele? Der Brief wurde gelesen. Yes, the letter was read. Someone read the letter. Oder du kannst auch sagen, man kann auch sagen, der Brief wurde von ihr gelesen. The letter was read by her. Auch ein gutes Beispiel, aber du musst schreiben von meiner Mutter mit R. Ne? Das Essen wurde von meiner Mutter gekocht. So the food was cooked by my mother. Okay. Die Tür wurde geöffnet. The door was opened by someone. We don't know who did it. Genau. Auch gut. Der Mülleimer wurde geleert. Yes. Can you make an active sentence out of this? Der Mülleimer wurde geleert. Active sentence, please. I can start quizzing you now. Yes, mein Fahrrad wurde geklaut. You can also make an active sentence out of that, please. Genau, wurde geleert ist past tense, so you would say, ich habe den Mülleimer geleert. Or if you use Präteritum, ich leerte den Mülleimer. That's used a lot in writing, not so much in speaking. Genau, ich habe den Mülleimer geleert, ich leerte den Mülleimer. Oder ich leere den Mülleimer im Präsens, genau. Und dann, mein Fahrrad wurde geklaut. Wo ist das? Can you make an active sentence out of this one? Mein Fahrrad wurde geklaut. Genau, ein Dieb hat mein Fahrrad geklaut. Perfekt. Oder ein Dieb klaute mein Fahrrad. Als Präteritum. Ne?
Genau. All right, I'll give you some more sentences that you have to use in the active voice. I'll give you some passive sentences and you make some active sentences. Also, die Gebäude wurden zerstört. The buildings were destroyed. You make an active sentence out of that? Let's see if you can do that. What's an active sentence? Ich habe die Gebäude zerstört. Ich habe die Gebäude zerstört oder jemand hat die Gebäude zerstört. Richtig. Oder der Orkan, well, this is in present tense, yes. Der Orkan zerstört die Gebäude. Ne? Oder im Präteritum, der Orkan zerstörte die Gebäude. This is used in writing. Okay. Die Erdbeere hat die Gebäude zerstört. The strawberry destroyed the buildings. It doesn't make sense, but it's grammatically correct. Genau, die Firma zerstört die Gebäude, ja. Wurden, we don't use that in active sentences. Well, wurden can be used in an active sentence, like wurde rot, but then it's used as a full verb, right? That's what we talked about at the very beginning of this live stream. Wurde rot, he blushed, right? Genau. Okay, I'll give you some more passive sentences and you can just transform them into active ones. So the next one is die Gäste wurden massiert. The guests were massaged. How can you make that into an active sentence? Erdbeben. Okay. I think she meant Erdbeben, not Erdbeere. Okay. Verstehe. That was funny. Okay. So, das Erdbeben hat die Gebäude zerstört. Okay. Erdbeere means strawberry and Erdbeben means earthquake. For those of you that didn't understand or, don't know the difference. Putin zerstört die Gebäude in der Ukraine. Jemand hat die Gebäude zerstört. Jemand massiert die Gäste. Yes, someone is massaging the guests. Gut. Genau. Der Ingenieur zerstört die Gebäude, weil sie alt sind. The engineer is destroying the buildings because they're old. Okay, gut. Jemand massiert die Gäste oder in the Präteritum, jemand massierte die Gäste. Okay? Ups. Jemand massierte die Gäste. Okay. Eine Frau hat die Gäste massiert. A woman massaged the guests. Okay, nächstes Beispiel. Ich gebe euch wieder einen Satz im Passiv. Also, ich muss kreativ sein. Die Kisten wurden gepackt. The boxes were packed. Im Aktiv, was wäre ein Aktivsatz? Can you give me an active sentence? Die Kisten wurden gepackt, ist passiv. Und was ist ein Aktivsatz? Fast richtig. Fast richtig. Okay, ich packe die Kisten, ist Präsens, ja. Ich habe die Kisten gepackt, ist perfekt, genau.
Oder Herr Schmidt hat die Kisten gepackt. Ja, sie packten die Kisten, ist Präteritum, richtig. Gut. Jemand hat die Kiste gepackt. Someone packed the box. Gut. Mein Bruder hat die Kisten gepackt. My brother packed the boxes. Gut. This is an active, this is a passive sentence. Die 9 Kartons wurden gestern gepackt. Die 9 Kartons. This is actually correct. Sorry, there's nothing to correct here. It is correct already. Die 9 Kartons wurden gestern gepackt. Gut. Das ist aktiv. Ein Mann hat die Kisten gepackt. Okay, super. Nächstes Beispiel. Moment. Let me think. Ja, genau, richtig. Die Nachbarn wurden informiert. The neighbors were informed about something. So can you make an active sentence? Die Nachbarn wurden informiert. Ein Aktivsatz. Hat jemand eine Idee? Ja, jemand hat die Nachbarn informiert, genau. Die Nachbarin wurde informiert. The neighbor, the female neighbor was informed, genau. Oder mein Freund hat die Nachbarn informiert. My friend informed the neighbors. Richtig. Ihr seid gut. Oder ich habe meine Nachbarn informiert, genau. Oder ich informierte die Nachbarn, das geht natürlich auch. Wo ist der Satz? Hier. Ich informierte die Nachbarn. Ja. Used much more in writing. Genau, super. Der Vermieter informiert die Nachbarn. Gut, the landlord is informing the neighbors. Genau, so. Okay, Jaleel says, I am learning a lot from this live stream. That's great. I try to make it as simple as possible, but sometimes I feel like it's too complex, but it's nice when I get this kind of feedback. Okay, genau, ich habe die Nachbarn informiert. I inform the neighbors. Gut. Nächstes Beispiel. Moment. Yeah. I don't know if you know the episode from Friends where Ross and Rachel and everybody, they try to carry like a couch upstairs, like up the stairs. It's one of my favorite scenes from Friends. And it's so funny. I love it. And I will make a passive sentence out of that. Das Sofa wurde nach oben getragen. The sofa or the couch was carried upstairs. Can you make an active sentence out of that? Robert says not too complex, just perfect. Super. Genau, das Sofa wurde nach oben getragen. I need an active sentence. Rashid says, funny, I learned recently how to form the passive voice or passive sentences and then you make this live. Okay. Ja, super. Sie haben das Sofa nach oben getragen. They carried the sofa upstairs. Jake, you have to say, Ross und Rachel haben das Sofa nach oben getragen. So. Wir haben das Sofa nach oben getragen. Mein Vater hat das Sofa nach oben getragen. Ross und Chandler? Nicht Rachel? Stimmt, Ross und Chandler. Ich weiß nicht, ob Rachel war aber auch dabei, ne? Die Freunde haben das Sofa nach oben getragen, genau. Ich habe gerade mit meinem Bruder das Sofa getragen oder nach oben getragen. Sie haben das Sofa aus dem Keller geholt. They got the sofa out of the basement.
Jetkin sagt, the office is better than friends. This is an active sentence. Ich trage das Sofa nach oben. Okay, nächstes Beispiel. Ja, genau. Die Dateien wurden gelöscht. The files were deleted. I need an active sentence now from you guys. Die Dateien wurden gelöscht. Sehr gerne, Fahad. Glad it's helpful. Ross hat mit großer Schwierigkeit das Sofa nach oben getragen. Genau. So, ein Aktivsatz bitte. Wer hat einen Aktivsatz für mich? Ja, ich habe die Dateien gelöscht. I deleted the files. Genau. Der Hacker hat die Dateien gelöscht. Mhm. Oder Präteritum, genau. Wo ist es? Hier. Präteritum. Ich löschte die Dateien. Mhm. Er hat die Dateien gelöscht, ja. Meine Chefin hat die Dateien gelöscht. Mhm. Ich lösche die Dateien. That's present tense. I am deleting the files. Genau. Mein Freund hat die Dateien gelöscht. My friend deleted the files. Okay, gut. Dateien. Some of you are not spelling it correctly. Dateien. Okay? Genau. Elisabeth, sehr gut. Jemand hat die Dateien gelöscht. Mhm. Super. Nächstes Beispiel. One more and then we're going to talk about the passive perfect. And then we can do another quiz. Der Kleiderschrank wurde aufgestellt. That means the closet was set up. I need an active sentence from you again. Dateien means files in English. Gentlemen, we're going to talk about this type of sentence in a few minutes. Würden. That's another way, another werden form. Ja, ich stelle den Kleiderschrank auf. I'm setting up the closet. Genau. Mein Vater hat den, accusative. Mein Vater hat den Kleiderschrank aufgestellt. Herr Maulwurf hat die Dateien gelöscht. Ich habe meinen neuen Kleiderschrank aufgestellt. Ja, sehr gut, Elisabeth. Ich habe den Kleiderschrank aufgestellt. Den, you guys are not using the accusative case correctly. Hast du den Kleiderschrank aufgestellt? It's the direct object here, the Kleiderschrank, okay? In the passive voice, Kleiderschrank is it's the subject, nominative, and in the active sentence, it is the direct object. Ja, meine Kinder haben den Kleiderschrank aufgestellt. Super. Okay, nächstes Beispiel. Die Suppe wurde gekocht. The soup was cooked. I need an active sentence. The soup was cooked. Entschuldigung. Also, the soup was cooked. I mean, the active sentence. Ich kochte die Suppe. Ja, Präteritum. Ich kochte die Suppe. I cooked the soup. Ich habe die Suppe gekocht. Perfekt, genau. Perfekt und perfekt. Ja, ich habe die Suppe gekocht. Mhm. Gut. John, du musst sagen, meine Mutter hat eine leckere Suppe gekocht, okay? Meine Mutter hat eine leckere Suppe gekocht. Genau. Der Koch kochte die Suppe. Ja, gutes Beispiel. Mhm. Lingonia currently only goes to B2. We don't have any C1 or C2 courses. Not yet, at least.
Genau, wir haben die Suppe gekocht. Mhm. Okay, super. Guys, now we have to talk about passive perfect. So far we talked about werden als Vollverb. We talked about werden mit Futur 1. We talked about bekommen. You can watch all of this again later if you missed that part. We talked about that at the beginning. Then we talked about Passiv Präsens. Okay. Er wird bekocht. Er wird massiert. Okay. Then we talked about Passiv Präteritum. That's what we just did. Er wurde massiert. Der Schrank wurde aufgestellt. And now we're going to talk about Passive Perfect, which is a form that is used mostly in spoken language. Okay. So what we just did, Passiv Präteritum, is used mostly in writing. And Passiv Perfect used mostly in spoken language. Okay, so let's take a look at some examples. Die Fenster, so I can say, ich habe die Fenster geputzt. That's an active sentence. I cleaned the windows. And the passive sentence would be, die Fenster sind geputzt worden. So how is that formed? We have to conjugate sein. Then you have to use the Partizip 2. And then you have to use worden. Okay? That's all. That's all you have to do. Ich habe die Fenster geputzt. Die Fenster sind geputzt worden. Ich habe den Tisch gedeckt. Der Tisch ist gedeckt worden. I set the table. The table was set. Okay. Er hat die Gäste bedient. Die Gäste sind bedient worden. So he served the guests. The guests were served. Okay. So the sein is conjugated dependent on the subject here. Okay. Genau. Die Kinder haben das Essen aufgegessen. The children ate up the food. Das Essen ist aufgegessen worden. Ja? Genau. Ich habe den Hund gefüttert. I fed the dog. Der Hund ist gefüttert worden. Snoopy, was machst du denn da? I don't know if you guys can see him. He always does that when he wants me to pet him, but I can't right now, I'm working. Uh-oh. So. Okay, so. Was noch? Also, habe ich noch ein Beispiel für euch? Please repeat, please. I'll give you some more examples. Also, die Katzen sind gegessen worden. The cats were eaten. Also, maybe another example. Der Löwe hat die Antilopen Antilopen. Also, der Löwe hat die Antilopen gefressen. Die Antilopen sind gefressen worden. The antelopes were eaten. Der Löwe hat die Antilopen gefressen. Die Antilopen sind gefressen worden. Jake says, my dog is also looking for cuddles and is trying to interrupt. Yeah, mine do that too. So. Ja, gutes Beispiel, Elisabeth. Ich habe mein Zimmer aufgeräumt. Mein Zimmer ist aufgeräumt worden. Genau. Was haben wir noch?
Ich habe den Flug storniert. I canceled the flight. Der Flug ist storniert worden. The flight was canceled. Ja. Ich habe den Termin abgesagt. I canceled the appointment. Der Termin ist abgesagt worden. The appointment was canceled. Okay? Dann bei him, her. You can say, der Termin ist von ihm abgesagt worden. The appointment was canceled by him. Bezahle für das Essen. Das Essen ist bezahlt worden. Genau. Let's use the perfect tense. Ich habe das Essen bezahlt. Das Essen ist bezahlt worden. Okay? Und so. Die Handtücher, oder ich habe die Handtücher gewaschen. Die Handtücher sind gewaschen worden. Okay, I think it's time for me to quiz you guys. I will give you an active sentence and you have to transform it into the passive voice. And you have to use only perfect, okay? Also, der Arzt hat die Patientin untersucht. Can you tell me in the passive voice how to form the passive voice? Or tell me that sentence in the passive voice. Der Arzt hat die Patientin untersucht. The doctor examined the female patient. Patientin is singular, Jake. And it's one person. So sind is not correct. Sind is correct if it's more than one patient. Die Patienten sind untersucht worden. This is plural, but Gypsy got it right. Die Patientin ist untersucht worden. The female patient was examined. Genau. Steffi hat es auch richtig. Stefanie. Die Patientin ist untersucht worden. Danjo hat auch recht, ja. Genau. Sehr gut. Das ist auch richtig. Die Patientin ist vom Arzt untersucht worden. Sehr gut. Die Patientin ist untersucht worden. Super. Die Patientin ist von dem Arzt untersucht worden. Super. Genau. Elisabeth hat auch recht. Okay, super. Nächstes Beispiel. Moment, ich muss überlegen. Ich habe, Moment. Er hat die Maschinen bestellt. He ordered the machines. Wie sagt man das im Passiv? Er hat die Maschinen bestellt. Die Maschine ist bestellt worden. That's singular. If it's just one. Oh, actually, no, you didn't write it correctly. It should be die Maschine, okay? Ja, richtig. Die Maschinen sind, Caleb, sehr gut. Die Maschinen sind bestellt worden. Auch richtig. Die Maschinen sind bestellt worden. Ja, super. Das ist Singular. Die Maschine ist bestellt worden.
Auch gut hier, super. Gut, John, super. Ihr macht sehr gut mit, das ist schön. Elisabeth hat auch recht, Danjo auch. This is becoming a competition between Elizabeth, Danjo, John, Joyce, Arvind. Genau, super. Die Maschinen sind bestellt worden. This is singular, die Maschine ist bestellt worden. Genau. Nächstes Beispiel. Yes, Jeff, you can just watch this live stream again on the Lingoni German YouTube channel. We have a playlist with all of our live streams, so you can watch all of them there. Genau, Singular ist richtig. Die Maschine ist bestellt worden. Genau. So. Ich habe das Hotelzimmer gebucht. I booked the hotel room. Wie sagt man das im Passiv? Passiv? Ja. Das Hotelzimmer ist gebucht worden. Super. Gut. I'll highlight all the ones who got it right. Das ist auch richtig. A lot of you got it right. Das ist auch richtig. Auch gut. Good job, guys. Almost all of you got it right. I'm impressed. Ich bin beeindruckt. Super. Wow, so many right answers. This is nice to see. And this is a hard topic, so. Super, okay. Nächstes Beispiel. Noch ein Beispiel. Oder noch ein paar Beispiele. Moment. Ah ja. Wir haben die Diskussion beendet. We finished the discussion. We ended the discussion. Im Passiv bitte. Gut. Also, wir haben die Diskussion beendet im Passiv. Passiv perfekt bitte. Ja, Malek, sehr gut. Die Diskussion ist beendet worden. Mhm. Mhm. Viele richtige Antworten, super. Super. Sehr schön. Wahnsinn. Okay, I will stop highlighting because I will never finish. Also, nächstes Beispiel. Moment. Der Dachdecker hat das Dach repariert. The roofer fixed the roof. Wie sagt man das im Passiv? Der Dachdecker hat das Dach repariert. Im Passiv? Ja, richtig. Das Dach ist repariert worden. Super. Sehr gut. If you want to say it that way, Malek, you have to say, das Dach ist vom, mit M, Dachdecker repariert worden, okay? Von dem oder vom. Bavin, you said the roofer was fixed, but it wasn't the roofer, but the roof that was fixed, ja? Das Dach.
ist vom Handwerker repariert worden oder vom Dachdecker. Das Dach ist repariert worden. Genau, super. Sehr gut. Okay. Auch gut. Sehr gut, Elisabeth. Das Dach you forgot the T. Das Dach ist vom Dachdecker repariert worden. Okay, super. Nächstes Beispiel. Moment. Sie haben die Chefin überzeugt. They convinced the female boss. Wie ist das im Passiv? Sorry. Sie haben die Chefin überzeugt. They convinced the boss. How do you say that in the passive voice? Wie sagt man das im Passiv? Ja, super. Die Chefin. Okay, richtig. Chefin is one boss. It's not plural. It's singular. Die Chefin ist überzeugt worden. Genau. Oder die Chefin ist davon überzeugt worden. That means she was convinced about that. Genau, die Chefin ist überzeugt worden. Super. Viele Beispiele, viele gute Antworten hier. Yeah, just in case you were wondering, der Chef is a male boss. Die Chefin is a female boss. Die Chefs is just bosses, the bosses. And then die Chefinnen is female bosses, so plural, right? Genau. Der Chef, die Chefin, die Chefs, die Chefinnen. Okay? Die Chefs oder der Chef trinkt Kaffee. Der Chef oder die Chefin trinkt Kaffee. Oder die Chefs oder die Chefinnen trinken Kaffee. Okay? So, now you know what's singular and what's plural. Gut. So, wir haben viel geübt heute. We still have the verb würden, which is would in German, okay? Zum Beispiel, ich würde dich gerne sehen. I would like to see you. Ich würde gerne schlafen. I would like to sleep. So you have to conjugate würden and then use an infinitive. Ja, ich würde gerne Kaffee trinken. I would like to drink coffee. Ich würde gerne auf die Toilette gehen. I would like to go to the bathroom. Er würde gerne ausschlafen. He would like to sleep in. Genau, so that's how würden is used. Ich würde gerne Auto fahren, genau. Ich würde gerne reisen, super. Ich würde gerne schlafen, richtig, okay. You can also use würden in conditional sentences, like wenn das Wetter gut wäre, würde ich nach draußen gehen. So if the weather were nice, I would go outside. Oder ich würde dich umarmen, wenn du hier wärst. I would hug you if you were here. Oder wir würden Pizza essen, wenn wir Hunger hätten. We would eat pizza if we were hungry. Ja? Ich würde gerne einen Ausflug machen, Mohammed. Ich würde gerne einen Ausflug machen. Ja. Wenn ich Geld hätte, würde ich in der Karibik Urlaub machen. If I had money, I would go on vacation to the Caribbean.
Danjo, it's enough if you say, wenn das Wetter gut wäre, würde ich meinen Opa besuchen, okay? Wenn das Wetter gut wäre, würde ich meinen Opa besuchen. So. Wenn es kein Virus gäbe, würde ich nach Schottland reisen. You can also use möchten for would like, yes. Würde is just very polite and very formal, and möchte it's also polite. Ich möchte ins Bett gehen. I would like to go to bed. Ich würde gerne ins Bett gehen. So the second one sounds more like a wish, and the first one sounds more like a plan, okay? Wenn ich viel Geld hätte, würde ich ein neues Auto kaufen. If I had a lot of money, I would buy a new car. Ich würde gerne nach Deutschland fliegen. I would like to fly to Germany. Genau. Ich möchte nächsten Monat nach Manila fliegen, um meine B1-Prüfung abzulegen. Perfekter Satz, richtig gut. Auch super Satz. Ich würde gerne meinen Satz umformulieren. I would like to rephrase my sentence. Genau. Das ist auch ein sehr lustiger Satz. Wenn Elefanten klettern könnten, wären viele Bäume kaputt. If elephants could climb, a lot of trees would be damaged or broken. Yeah, guys, you learned all about werden, würden, worden, wurden, geworden. I think I didn't talk about werden as a full verb in the past for some reason. Like, remember at the very beginning, we said wird Vater. If you want to say that in the past, like he became a father, then you would just use it this way. Er ist Vater geworden. Wird Vater, er ist Vater geworden. Sie wird rot, sie ist rot geworden. So she is blushing, she blushed. Oder warte, habe ich noch ein Beispiel für euch? Du wirst schwach, you're becoming weak. Du bist schwach geworden, you have become weak. Du wirst stark, you're getting strong, you're becoming strong. Du bist stark geworden, you have become strong. Okay? Genau. Yeah, so now you know everything. Are you guys ready for a quiz? I would like to quiz you. Are you guys ready? Let me know. And then I will quiz you. I will pick a little bit from all of the things that we did today. Okay, let's get started. Eldrick says he caught the live stream for the first time. Hi, Eldrick. Everyone say hi to Eldrick to reward him for catching the live stream. Also, seid ihr bereit? Super. Okay. Also. Okay. So. There's a word missing here. Wenn Anna vor vielen Leuten spricht, sie rot. When Anna speaks in front of a lot of people, she... What do we have to use here? I'll give you guys some time. Ja, gut. Wird. Wenn Anna vor vielen Leuten spricht, wird sie rot. Richtig, super. Nächstes Beispiel. Der Himmel, the sky became red. Yeah, I see some correct answers already. Yes, ist. Genau, der Himmel ist rot geworden. Super. Sehr gut. Nummer 3. What about this here?
Sie studiert Medizin, weil sie Ärztin. So she is studying medicine because she wants to become a doctor. I see 2 correct answers. We have to use the infinitive here, right? Werden. Weil sie Ärztin werden will. Okay? So. Weiter. We have to go inside now. It is getting dark. Joyce, no, John, Kenneth, Joyce wants to message you. So maybe you can comment here. Because I think you guys are both from the Philippines, right? Seems like it. Okay? Ja, es wird dunkel. Super. Sehr gut. Ist richtig, ja. Okay, weiter. Nummer 5. I just had an example in my head and now it's gone. No, yeah, okay. So this means in English, whenever I interrupt him, he becomes mad. Austin says it's my first time to these live lessons. Yes, we do live streams on the Lingoni German and Lingoni French and Lingoni English channel twice a month. And we already have some playlists, or we have a live stream playlist on all 3 channels, and you can rewatch all of the live streams that we do here on the channel. Wird, exactly, that's correct. Yes, perfect. Yes, immer wenn ich ihn unterbreche, wird er sauer. Okay. How about this one? He became mad. What's missing here? Er ist sauer. What's missing? What are we looking for? I see 2 correct answers. Ja, geworden, richtig. Geworden. This is the perfect tense of werden, right? Er ist geworden. Richtig. Okay. Nummer 7. This is not passive. This is an active sentence, right? We don't use worden here. We use geworden. Okay, next example. This is a tricky one, I think. Do you guys know the verb verrücken? Verrücken. Verrücken means to move, shift. Usually when we talk about moving furniture, then we use verrücken. And someone is asking, do we have a French channel too? Yes, we have Lingoni French, Lingoni English, and Lingoni German. Those are our 3 languages in our 3 channels. Verrückt, yes, exactly. Verrückt is also crazy, but it can also be a verb, verrücken. So yes, most of you gave the correct answer. Yes. Die Möbel sind verrückt worden. The furniture was moved. Yes. Super. Okay, nächstes Beispiel. Nächste Aufgabe. Moment. Putin ist verrückt, ja.
What about this? The laundry was folded. Gefaltet, ja, richtig. The laundry was folded. Die Wäsche ist gefaltet worden. Super, sehr, sehr gut. Guys are going strong. Okay. Der Livestream. Well, this one. The live stream was ended or ended. It was, yeah, someone ended it. Der Livestream ist beendet. I see a correct answer already. Worden. Genau. Worden, richtig. Der Livestream ist beendet worden. Super. Sehr, sehr gut. Sehr schön. Okay, nächste Aufgabe. 10. Moment. Aber this one, the script was written. Das Skript ist geschrieben. So John is saying, Joyce, that you can contact him on Facebook. Or Joyce, you can also send us an email and I can forward it to John. Just need both of your email addresses. But I'm sure you can manage to get into contact. Genau. Worden. Yes. Das Skript ist geschrieben worden. The script was written. Richtig, genau. Super. Okay. How about the meeting was planned? Präteritum, Passivpräteritum. Yeah, no, that's not correct. Well, actually, you can say it is geplant, but das ist, it's a different form of passive that we're not going to talk about today. Wurde, genau, wurde geplant. Ja, das Meeting wurde geplant. Super. Good. Pretty intense today, right? Oh, we've been doing this for 1.5 hours. Crazy. It went by really fast today. Okay, was ist das? 11 oder 12? Oder habe ich schon? 11, okay, jetzt ist Nummer 12 jetzt. Okay, also. What about this one here? Can you think of the verb that we need to use? Die Fingernägel wurden. The fingernails were painted. No, currently we don't do any one-on-one sessions, TB. Wir machen keine Einzelstunden, weil wir ja aktuell keine Zeit haben dafür. Vielleicht bald. Nee, we don't use malen. We use a different verb for it. Nee, nicht gemalt. Still waiting for the correct answer. Nobody knows the verb. Come on, guys, don't disappoint me. Lackiert, richtig. We got a correct answer. Yes, die Fingernägel wurden lackiert, richtig, genau. You cannot say gemalt. Lackiert, André hat es auch richtig, genau. Gut, okay. So, weiter. Was haben wir? Nummer 13.
Also. You can use gefärbt for something else. What about this one here? What do we need to put in here? The hair was dyed. Die Haare sind gefärbt worden. Worden ist richtig. Super. Sehr gut. Okay, 14. What about this? I would like to invite you to eat with me. What do we have to put here? Würde, yes, richtig. Würde ist richtig. Genau, super. Okay, das habt ihr gut gemacht. Danke, ihr Lieben. War das heute verständlich? War das heute verständlich? Was that like comprehensible today? So did you guys understand what I taught you today? War das heute verständlich? I thought this would take longer, but I guess we got through it in 1.5 hours. I'm surprised. Ja? Verständlich? Super. Wer hat heute etwas Neues gelernt? Wer hat heute etwas Neues gelernt? Who learned something new today? Wer hat heute etwas Neues gelernt? Ruhena sagt, dass sie ihre Prüfung am Dienstag schreibt und jetzt vorbereitet ist. Das ist schön. Joyce, John, Kenneth, Joyce needs your Facebook, please. Okay, so I'm glad. Okay, so what did you think of this? Can you rate this live stream, please? 1 being schlecht und 10 sehr gut. Könnt ihr mir eine Note geben? Can you rate this live stream? Sehr schön. Oh, heute sind die Noten sehr gut. Das freut mich. Ganz viele Leute haben mir eine 10 gegeben. Juhu, vielen Dank. Das ist nett. Sehr schön. Ja. Schön, dass ihr dabei wart. Thanks for being here with me today. Vielen Dank. Es hat Spaß gemacht. Remember that you can go to lingoni.com. You can sign up for our app. You can sign up for our trials if you want to test the app first. The link to the trial is in the description below. And if you can also check out our other languages, Lingoni English and Lingoni French. You can also find the link to the channels below. And yeah, I'm excited. Oh yeah, the next live stream will be in 2 weeks, and it's going to be with me again. And I'm going to teach you reflexive verbs in German. So that's going to be a really effective one too, I think, and a really good one. And I can't wait to teach you guys about reflexive German verbs. So anyway, thank you guys so much. It was fun. Es hat Spaß gemacht und ich wünsche euch einen schönen Sonntag. I hope you have a nice Sunday. Ich muss heute noch ein bisschen arbeiten und mich auch ein bisschen ausruhen. Ich bin nämlich müde. Ja, aber ich habe noch viele To-Dos und ja. Okay, also ihr Lieben. Wir sehen uns in 2 Wochen. We'll see each other in 2 weeks. Wir sehen uns im nächsten Livestream. Und ja, bis bald. Tschüss. Tschüss.